Hast du Sauerteig zu Hause? Dann zeige ich dir heute, wie du ein richtig nährstoffreiches Toastbrot mit natürlicher Süße hinbekommst. Dazu brauchst du Kamut Vollkornmehl. Gibst ein wenig Salz hinzu und dann habe ich als natürliches Backtriebmittel heute Wasserkefir. Es geht aber auch mit Hefewasser. Füge dann einmal den Sauerteig hinzu. Theoretisch würde das jetzt schon ausreichen, aber ich möchte mein Toastbrot besonders saftig haben. Und deswegen kommt da gleich noch ein bisschen Wasser hinzu. Dafür ist es notwendig, dass ihr dann keinen normalen Teigknethaken nimmt, also den Teigrührer, wie ich den jetzt zum Beispiel die Teigpeitsche von Rammershofen nehme, sondern ihr braucht dann tatsächlich eher so einen Flachrührer. Hier dieser Knethaken, das ist der Taifun. Der ist wirklich super, auch für Kuchenteige und den brauchen wir. Das ist wie wenn ihr ein Ciabatta macht, auch dann braucht ihr so einen Flachrührer. Ich knete die Zutaten erst einmal schon ein bisschen so zusammen und ihr seht es, theoretisch würde das ausreichen. Aber es soll besonders saftig sein. Also gebe ich schlückchenweise noch das Wasser hinzu. Das ganze Rezept mit den Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung, wenn ihr auf Mehr klickt. Es kommt aber auch noch mal zum Schluss am Ende dieses Videos. Dann klickt einfach auf Pause und dann könnt ihr euch einen Screenshot noch mal eben davon machen. Doch warum nehme ich heute Kamut Vollkornmehl? Die Erklärung ist tatsächlich ganz einfach. Meistens nehmen wir ja Weizen oder Dinkel. Und das ist auch völlig in Ordnung, aber probiert das unbedingt mal aus. Ihr habt beim Kamutmehl einfach von Natur aus eine süßlichere Note. Die merkt ihr wirklich so im Abgang, wenn ihr das Toast esst. Und ihr braucht deswegen keinen zusätzlichen Zucker oder auch Honig, um wirklich dieses tolle Aroma hinzubekommen. Und obwohl das ein Vollkornmehl ist, ist es recht hell, was für Kinder natürlich wieder super ist, um sie ein bisschen mehr an Vollkornprodukte zu gewöhnen. Falls ihr da vielleicht ein Problem habt, das ist ja manchmal ein bisschen schwierig. Außerdem bleibt man länger satt. Die Ballaststoffe sind natürlich gut. Und vor allem ist es aber so, dass Kamutmehl nährstoffreicher als normaler Weizen ist. Ihr habt mehr Eiweiß, Mineralstoffe wie Magnesium, Zink, Selen und Vitamin B und E. Also es ist nicht nur leckerer, bekömmlicher, sondern wirklich auch nährstoffreicher. Probiert es unbedingt aus. Für diejenigen, die eine Glutenunverträglichkeit haben, die sollten erst das mal ausprobieren, also wirklich vorsichtig rantasten. Meistens wird es von Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit vertragen, aber da ist auch jeder anders. Und jetzt möchte ich euch so ein bisschen was zeigen. Denn Kamutmehl hat Gluten und jetzt verhält es sich aber ein bisschen anders. Hättet ihr jetzt Weizenmehl verwendet oder auch Pizzamehl, dann schaut mal, dieses Mehl, wenn ihr das jetzt strecken und falten wollen würdet, das funktioniert nicht. Das ist eher wie glutenfreies Mehl und das ist total witzig. Es hat Gluten, aber es lässt sich nicht so verarbeiten. Und wahrscheinlich schrecken deswegen einige davor zurück, dieses tolle und gesunde Mehl einmal auszuprobieren. Ich lege es euch aber wirklich sehr ans Herz. Selbstverständlich könntet ihr auch ein anderes Vollkornmehl verwenden, aber geschmacklich ist das mit dem Kamutmehl wirklich fantastisch. Also, wenn der Teig aufgegangen ist, das ist nach circa 3 bis 6 Stunden der Fall, wenn ihr einen guten Sauerteig habt. Wenn es zu kalt ist, kann es auch manchmal 8 Stunden dauern. Dann fettet ihr eben so eine Kastenform an. Das Equipment, was ich benutze, das habe ich selbstverständlich auch noch mal unten in der Beschreibung drinne. So. Und schön ausmehlen bzw. ausstreichen. Ich habe jetzt hier Butter genommen, die ich vorher weich gemacht habe, also die ich erhitzt habe. Ihr könnt aber auch Öl oder Kokosöl verwenden, je nachdem, was für euch besser passt. Ich finde das mit der Butter ganz gut und dann finde ich, das ist einfach so ein persönlicher Spleen. Ich habe das danach noch mal kurz in den Kühlschrank gegeben, damit die Butter schön fest wird, wenn ich den weichen Teig hineingebe, dass die Butter nicht abgeht. Der Teig ist jetzt hier schön aufgegangen und schaut mal von der Struktur her.
Also wirklich wie Glutenmehl, also glutenfreies Mehl. Das ist der Hammer. Also es ist wirklich ganz witzig. Es wird aber gleich wunderbar im Ofen aufgehen und ich bin schon mal sehr gespannt. Backt ihr mit Urgetreide? Habt ihr schon mal mit Kamutmehl gebacken? Die meisten Rezepte, die ihr finden werdet, sind tatsächlich als Mischung drinne. Und ich möchte aber gerne mal Neues ausprobieren. Deswegen habe ich hier ein Toastbrot geschaffen, wirklich nur aus Kamutmehl. Ich verstreiche das Ganze jetzt noch ein bisschen. Ihr könntet auch eure Hände nass machen und das dann so ein bisschen verstreichen. Das Ganze lasse ich dann noch mal für circa 30 Minuten bei Zimmertemperatur ruhen. Decke das ab, damit hier keine Tierchen reinkommen. Gerade im Sommer kann das ja mal passieren. Der Sauerteig lockt da schon an. So, ihr könnt es an dem Tuch erkennen, da ist ein bisschen was passiert. Und jetzt geht's in den vorgeheizten Backofen. Bei Ober- und Unterhitze. Ich habe noch ein bisschen Wasser reingesprüht. Und nach der Backzeit habe ich gedacht, Mensch, das ist noch ein bisschen hell. Messen wir mal die Kerntemperatur. Ich wollte eigentlich von mein kabelloses Thermometer reinstecken, weil der Teig ja aber komplett flüssig ist, hält das nicht und deswegen habe ich jetzt wieder mein normales Thermometer kurz genommen und ihr seht es, das ist überhaupt noch nicht durch. Also ein Thermometer kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen. Ich habe es danach noch mal nach einer Viertelstunde rausgenommen. Das wäre schon okay. Ich habe es aber dann trotzdem noch mal in heißen Backofen mit dem Gitter einfach noch mal durchziehen lassen. Also der Backofen war aus und dann am nächsten Morgen habe ich es dann aufgeschnitten. Also ich habe es abends gebacken und schaut euch das Ergebnis an. Also wirklich ein super saftiges Toastbrot und mit Vollkornmehl gebacken. Und dafür hat das eine wahnsinnig tolle Konsistenz. Und falls ihr wie ich Teenager zu Hause habt, die bekommt ihr damit wirklich satt. Schaut mal, so schön feinporig, saftig, locker. Also ein absolutes Erlebnis und ich bin schon sehr gespannt auf eure Ergebnisse und eure Kommentare. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann abonniert meinen Kanal kostenfrei, gebt mir einen Daumen hoch und teilt vor allem die Videos, wenn auch andere so leckere Rezepte mal nachbacken sollen. Mmh, lecker, fluffig und süß. Und in diesen Videos sehen wir uns wieder. Ich freue mich schon sehr auf euch und sende euch ganz liebe Grüße. Eure Emma.